Moin Moin oder schönen guten Abend, denn wir haben den Abend nach der Öffnung von Venedig. Heute haben wir Venedig den Besuchern übergeben und alle ganz aufmerksam geguckt, wie die Reaktionen sind, und wir sind sehr glücklich. Und es ist Zeit, die Knopfdrückermarken auch mal zu zeigen. Wir haben ja in Gerrits Tagebuch einige in der Entstehung gezeigt und ein paar Bilder werdet ihr gleich auch im Hintergrund noch sehen, aber ich zeige sie euch einfach mal fertig in der Anlage. Ich nehme jetzt nur die wichtigsten, wie zum Beispiel den Gondelbauer. Den haben wir hier. Wie entsteht so eine Gondel? Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Handarbeit dahinter steckt. Die werden nämlich tatsächlich mit der Hand hergestellt. Und hier haben wir natürlich in Venedig auch ansässig Gondelbauer. Da kann man mal sehen, wie es entsteht. Sozusagen ein bisschen Bildung. Mein Lieblingsknopfdruck ist das mit dem Wasser. Habe ich euch ja schon mal gezeigt und wir waren ein bisschen nervös, ob das im Dauerbetrieb funktioniert. Wissen wir noch nicht. Am ersten Tag hat es super funktioniert. Becken läuft voll mit Wasser, der Angler zieht den Stöpsel, Wasser läuft wieder raus. Klingt relativ simpel, aufwendige Technik dahinter und wir hoffen natürlich, dass das durch Schmutz oder irgendwas uns nicht irgendwann um die Ohren fliegt, aber wir sind da zuversichtlich. Dann Abhängen in Venedig. Wäscheleinen sieht man in Italien oft, dass sie irgendwie auf der Straße gespannt sind. Wir haben sie ein bisschen animiert, sonst fallen sie vielleicht gar nicht so auf. Kennt jeder von euch Lieferung bis Bordsteinkante, denn den schweren Kühlschrank in 5. Stock hoch. In Venedig haben wir es genannt Lieferung bis Wasserkante. Aber zum Glück hat derjenige, der hier die Lieferung bekommt, einen Kran in seinem Haus eingebaut, damit es direkt aus dem Paketdienstboot hochgeladen werden kann. Die Fahnen heben und senken sich auf dem Markusplatz. Ich gehe mal weiter. Volo dell'Angelo ist der Engel, der über den Markusplatz fliegt. Das machen wir nur tagsüber, weil nachts macht das keinen Sinn. Wir haben die Knopfdrücker übrigens im Team benannt. Das heißt, wir haben jeder so seine Vorschläge gemacht und dann abgestimmt. Teilweise sind da ein bisschen amüsante draus geworden, wie zum Beispiel Ora d'Amore. Da kann man sich, wer aufmerksam bei Gerrits Tagebuch zuschaut, vorstellen, welcher Knopfdruck es ist. Ich drücke ihn mal. Da setzt sich was in Bewegung, verursacht eine Vibration, daraus wird eine Resonanz. Aus der Resonanz wird am Ende die Resonanzkatastrophe. Der weiche Boden in Venedig gibt nach, das Haus stürzt ein. Für uns der Vorteil, wir können sehen, was da los ist. Dann haben wir hier den Knopfdruck namens Ups. Ups hat wahrscheinlich was mit italienischem Wein zu tun, der abends oder morgens vom Kranführer getrunken wurde. Der entleert nämlich hier die Güter und peng, fährt die Straßenlaterne um, die er leider abgesäbelt hat. Körperwelten in Venedig. Wir haben versucht, in 1:87 Körperwelten nachzustellen und das Ergebnis kann man hier sehen. Und damit man es sieht, kann der Palazzo Cavalli Franchetti auch geöffnet werden. Und dann wird der Blick in die Körperweltenausstellung frei. Wir haben eine Bootsgarage, das haben wir auch in Gerrits Tagebuch schon gezeigt. Wenn man viel zu viel Geld hat und ein viel zu teures Boot sich kauft, dann möchte man das auch in eine teure Garage packen und da muss es auch wieder raus. Also hat man dann ganz dekadent einen Kran und kann das Boot rausholen. Ob es das wirklich gibt, weiß ich nicht, war unsere Fantasie, es so zu machen. Regaldomino drücke ich mal, aber es ist der Tag der Öffnung. Das bedeutet, dass auch sämtliche Kinderkrankheiten endlich bewusst werden. Regaldomino ist hier in diesem Gebäude, dass die Regale umfallen. Das tun sie heute nicht, weil es ist kaputt gegangen. Wir werden es reparieren. In Venedig kennt jeder diese 10 Meter hohen Wellen, wo die Surfer drauf surfen, oder war das woanders? Naja, auf jeden Fall haben wir gedacht, eine Gondel bei hohem Seegang, das ist doch ein schöner Schnappschuss und haben das hier mal mechanisch dargestellt. So kann man sich als Besucher von Venedig bei riesigem Welle fotografieren lassen. Der Taubenschreck. Wir haben ihn ja an Stephansplatz, Stefan hat ihn Ewigkeiten getestet, weil er so filigran ist, dieser Knopfdruck. Und wir haben uns irgendwann gesagt, es scheint zu funktionieren, auch wenn es wirklich so feine Details sind, dass die Tauben, die Touris auf dem Markusplatz jetzt ärgern können. Sie tun es mitten im Karneval und ich gehe davon aus, dass das Ding ewig hält, auch wenn es bei so kleinen Details irgendwie kaum vorstellbar ist. Salvatore Controletti heißt dieser Druckknopf, weil fliegende Händler kennt man aus südlichen Ländern, die irgendwelche illegalen Dinge verkaufen oder einfach keinen Gewerbeschein haben. Und was ist, wenn der Polizist kommt? Dann packt man den Stand ganz schnell weg und wenn er weg ist, packt man ihn wieder auf. Das kann man hier live beobachten. Als letztes einer auch meiner Lieblingsdruckknöpfe, weil er so eine beschauliche Stimmung verursacht. Und zwar die Gondeln, wie sie bei der leichten See taumeln. Das macht nochmal so den letzten Eindruck, den man braucht, um sich hier live in Venedig im Urlaub zu fühlen. Ich fahre jetzt aus dem Venedig-Urlaub wieder zurück nach Hamburg und kümmere mich weiter um die Formel 1, wo wir kleine Fortschritte gemacht haben. Die sind nicht groß genug, um euch was zu zeigen, weil ich will irgendwie, wenn ich das nächste Mal zeige, dann soll es auch was richtiges, Schönes zu sehen geben. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass es schon nächstes Mal sein wird. Ich weiß, das habe ich letztes Mal auch gesagt, aber ich bin wirklich zuversichtlich.
Und ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich wie immer ganz doll aufs nächste Mal. Tschüss!